Digitalpianos im Vergleich. Dieser Wunsch wird in unserer Community häufig geäußert. Vor allem die Instrumente von Yamaha und Kawai stehen dabei hoch im Kurs des Scheins. Und zwar die Einsteigermodelle. Wen wundert's? Man möchte günstig anfangen. Und jetzt schauen wir uns die günstigsten an von Yamaha und Kawai. Das ist das CLP 825 von Yamaha und das CN 201 von Kawai. Und wir konzentrieren uns hier natürlich auf das Spielgefühl und den Klavierklang. Und im Einzelnen haben wir sie ja schon getestet. Ihr findet die Links zu diesen Testberichten und den Videos in der Beschreibung unter dem Video. Lasst gerne auch ein Like da, darüber freuen wir uns auch. Also Yassin, ich würde sagen, wir legen erstmal los und schauen uns das Spielgefühl an. Und ja, wenn du wie gehabt immer das Gleiche spielen könntest, dass wir es schön vergleichen können, das wäre natürlich klasse. Okay. Okay, das war das Yamaha CLP 825 jetzt und hier das Kawai CN 201. Bitte sehr. Okay. Möglichst identisch. Gut, jetzt spiele ich schnell noch ein Klassikbeispiel, damit wir auch das abgedeckt haben. Okay. Das kriege ich bestimmt genauso hin. Also, mein erster Eindruck. Willst du anfangen? Oder? Fang du heute mal an. Okay. Ich finde, das hier spielt sich smoother oder wie man es auch nennen möchte. Es spielt sich komfortabler, es spielt sich etwas weicher. Da habe ich im Tastenbett komme ich etwas hart unten an, würde ich sagen. Also das finde ich hier schöner. Also es ist so, dass wenn man jetzt von dem Kawai kommt und zu dem Yamaha wechselt, ist das Kawai-Spielgefühl, finde ich, eindeutig besser. Ja, wenn man jetzt aber länger an dem Yamaha spielt und gewöhnt sich an den Yamaha, an das Yamaha-Spielgefühl, dann kommt man mit dem Yamaha auch überraschend gut klar. Ich würde sagen, auch die spielen in einer Liga, auf jeden Fall. Ja. Das ist klar. Nur ist es vom Wesen her irgendwie, es fühlt sich anders an. Ja. Und man kann sagen, gerade so, wenn man hier so also so diesen verträumten Sound hat hier oben, gefällt mir das Yamaha ein bisschen besser klanglich als das Kawai. Aber das ist jetzt dann wieder nochmal ein anderes Thema. Aber Spielgefühl, würde ich sagen, ist für mich ganz Also klar. du meinst hier in dieser Lage? Ja, das war dort etwas offener. Klang mir klarer. ein Ticken besser, ist jetzt nicht viel besser, sondern mir hat es hier ein bisschen besser gefallen, so vom Ja, Sound. Ja. okay. Das ist Klingt natürlich auch super beim Kawai, ja. Ja. Aber hier hat's mich hat es hier einen Ticken mehr abgeholt, sage ich Okay, jetzt mal. Ne? okay. Aber Spielgefühl ist für mich eindeutig, das Kawai gefällt mir besser. Ja. also ich finde ja so, wenn man im Pianissimo spielt, solche Sachen. Das ist, also Brahms sowieso, diese linke Hand, also meine linke Hand ist schon echt nicht gut. Ne? Und das muss alles total leise da ab, also wirklich im Timing auch wirklich laufen. Das gefällt mir hier sehr gut. Ich kann das auch da nochmal probieren. Ja. Da spiele ich gleich lauter. Ja. Das ist, also da habe ich irgendwie mehr Raum in der Dynamik. Und hier ist das gleich so, wow.
Ja, also ich kann einfach hier gerade so, also wenn ich das Beispiel nochmal spiele, ich habe hier einen ganz anderen Schwerpunkt. Ich muss hier viel mehr und hier habe ich quasi einfach so zack, 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 zack. Da war mehr oder weniger ein Feeling und durchgebrettert so. Ja, ne? Meinst du damit diese graduierte Gewichtung, dass es im Bass ein bisschen mehr Kraft Ja. braucht? Ah, das ist interessant. Würde ich jetzt so aus meinem Gefühl heraus sagen, ja. Ja, okay. Ja, aber es kann natürlich auch eine Philosophie sein, dass Yamaha sagt, wir wollen das so irgendwie, ne? Also es war jetzt, das Ding habe ich jetzt einfach hier so durchgespielt und hier, wie du sagst, ich muss hier viel mehr auf die Tastatur achten. Sie gibt mir mehr, aber da muss ich auch mehr reinstecken. Ja, also also es hatte alles so seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal, ne? Das ist eine Sache, ja, hier zu spielen, fühlt sich einfacher an. Ja. Also man hat da gleich Ton. Ne? So Genau. Und da muss man ein bisschen arbeiten am Ja. Ton. Was mir natürlich besser gefällt, wenn man an dem Ton auch ein bisschen arbeiten kann. Du entwickelst dich natürlich mit so einer Tastatur natürlich dann nochmal ganz anders weiter, weil du immer wieder arbeiten kannst daran, an dem Sound. Ne? Würde ich sagen, ist näher am Klavier, weil Ja. am akustischen Instrument musst du am Ton arbeiten. Ohne das geht's nicht. Definitiv. Ohne das klingt es nicht. Ja, also deswegen der Eindruck hier, dass es hier mir vielleicht einen Ticken schwerer gefallen ist, weil ich mich jetzt auch nicht viel eingespielt habe. Aber dafür kann ich natürlich, wenn ich es 100 Mal spiele, kriege ich jedes Mal wieder eine neue Information, wo ich sagen kann, cool, da komme ich irgendwie weiter halt. Ne? Also das sind vielleicht auch zwei unterschiedliche Ansätze. Ich weiß nicht, man müsste mal vielleicht mit denen auch mal reden, was so die Philosophie dahinter ist. Aber da unterscheiden sie sich meiner Meinung nach schon deutlich. Ja, gut. Ich meine, die akustischen Klaviere von Kawai und Yamaha, die kann man ja auch nehmen. Die spielen sie auch an unterschiedlich. Ja. Das sind ja zwei renommierte Klavierhersteller. Definitiv. Und da haben die bestimmt ihre Philosophie. Und ja, also für uns ist es ja erstmal von Relevanz, wie fühlt sich das an Ja. und was empfinden wir dabei. Ne? Das ist Also, wie du schon gesagt hast, beide spielen in der gleichen Liga. Aber mir gefällt auf jeden Fall das Kawai vom Spielgefühl besser. okay, da kann ich mich einreihen. Aber hätten wir das erstmal, können wir so stehen lassen und wir gucken uns jetzt mal die Lautsprechersysteme an. Und dazu benutzen wir wieder unseren Kunstkopf, der binaurale Aufnahmen macht. Also bitte nehmt ab jetzt Kopfhörer, denn ohne Kopfhörer funktioniert das nicht. Okay, wir bauen kurz um. Gut, bislang haben wir die beiden Instrumente über die Kopfhörerausgänge gehört. Da zeigen die sich natürlich von ihrer besten Seite. Und jetzt schauen wir uns noch die Lautsprechersysteme an und wir wissen, in dieser Preisklasse ist das Lautsprechersystem immer so ein Schwachpunkt. Und ja, willst du noch mal loslegen mit dem CLP 825? Wir benutzen dafür diesen Kunstkopf, dieses Kunstkopfmikrofon und das macht binaurale Aufnahmen. Und diese Aufnahmen könnt ihr am besten nachvollziehen, wenn ihr Kopfhörer benutzt. Also bitte nicht über den Laptop-Lautsprecher, das wird nicht funktionieren. Okay, dann spiele ich schnell noch das Klassikbeispiel. Okay, dann bauen wir kurz um und dann hören wir uns das an. Okay, auch hier spiele ich nochmal das Klassikbeispiel. Also ganz spontan mein Eindruck, hier kommt mehr Power raus. Die sind beide gut, also es ist überhaupt überraschend, was da noch an Sound rauskommt. Ja, ja. Das sind ja wirklich kleine Lautsprecher, die da auch verbaut sind. Aber hier fühlt sich das direkter an. Ja, also es ist jetzt irgendwie ganz schwierig zu sagen. Bei den Lautsprechern irgendwie ist hier gefühlt mehr Substanz. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber irgendwie, also das klingt gut, Ja, aber ja. das ist irgendwie, ist wie ein bisschen, wenn noch ein Kompressor dranhängt oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist irgendwie noch ein bisschen dichter so. Ja, es klingt dichter, ja, auf jeden Fall. Und das irgendwie auch mit dieser Tastatur, die
Ja, die ich ja auch schon beim ersten Anspielen gleich irgendwie besser fand in dem Vergleich. Also das kommt schon wirklich gut, ja. Ja, dann können wir eigentlich auch schon fast zum Fazit Ja, kommen, ne? auf jeden Fall. Also die Tastaturen, Spielgefühl spielen die eigentlich ja in der Preisklasse schon auch auf einem guten Niveau. Auf jeden Fall. Es sind da Tastaturen mit Ivory Touch und Druckpunktsimulation. Das ist alles drin. Hier fand ich das vom Dynamikbereich offener. Also da ist mehr möglich, man kann mehr am Ton arbeiten. Das hat mir besser gefallen und das Lautsprechersystem gibt das auch noch mal her. Ja. Ja, kann ich gerade quasi so unterschreiben. Hier die Tastatur bietet einfach mehr Eingriffsmöglichkeiten. Dafür kriegt man hier halt ein ganz klares Setting, was mehr oder weniger von Anfang an so bleibt. Also es ist auch, Ja. wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen Philosophie. Und was ich natürlich jetzt total interessant fand, wenn wir einen Einzeltest machen, dann hast du eigentlich das Teil und dann testest du das und wenn es gut ist, ist es gut und wenn nicht, dann weniger. Aber jetzt dieser Vergleich, das ist jetzt schon erstaunlich, dass ja, beide sind gut, aber beide sind wirklich unterschiedlich. Und ich glaube, hier merkt man echt, dass man die Sachen für sich selbst testen muss, um für sich selbst eine Entscheidung zu treffen, was einem besser gefällt. Ja. Also ich finde, die Tastaturen fühlen sich schon anders an. Ja. Also das kann man spontan auch spüren. Und ja, das ist wirklich eine sehr individuelle Sache. Da kann ich wirklich nur auch alle ermutigen, das immer selber auszuprobieren. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich bin dann immer wieder doch, wie auch jetzt in diesem Moment, überrascht, dass das Lautsprechersystem auch so richtig rüberkommt. Ja. Irgendwie. Das ist schon klasse in dieser Preisklasse. Und ja, beide gleich gut irgendwie, aber das hier wäre für mich der Favorit. Für mich auch. Zweimal Kawaii.